Hallo und herzlich willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Work-Life-Balance und Tipps dazu. Dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, die Entscheidungshebamme, den Herrn Emil Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Danke auch, Frau Schneider, für die Einladung. Herr Schmidt, nicht jeder möchte ein Coaching machen. Aber wie schaffen es die Menschen, sich durch vielleicht ihre Tipps wieder in ein ausgeglichenes Leben bzw. ein ausgeglichenes Work-Life-Balance zu bringen? Indem sie, da halte ich mich schon prädestiniert dafür, indem sie etwas feststellen, was wir Menschen oft an sich haben, nämlich ein Spiel von Opfer und Täter. Wären doch die anderen Menschen anders, mein Chef, mein Partner, die Kinder, die Schwiegereltern, dann bin ich ein Opfer. Und ich formuliere es mal drastisch, ich suhl mich vielleicht sogar am Opferstatus, weil ich will ja, die anderen sollen sich verändern. Oder ich gehe in den Gegenpol. Ich hau drauf. Ich bin der Täter. Das geht nicht, zack, interessiert mich nicht, was da passiert. Beides ist ein Ungleichgewicht. Und der erste Schritt ist, ich nehme wahr, dass ich in diesem Spiel Opfer-Täter-Polarität mitspiele, ohne es erstmal verändern zu wollen. Weil natürlicherweise ist dann ein Schritt der Veränderung schon da. Huch, tut mir das gut? Nee, eigentlich nicht. Sollen wir denn also alles mit Gleichmut entgegennehmen? Habe ich Sie da richtig verstanden? Da haben Sie mich nicht richtig verstanden. Jetzt bin ich versucht zu sagen, im Gegenteil. Nee, es geht um was anderes. Ich mache die letzte Zeit die Erfahrung, dass es ein Schimpfwort geworden ist. Du, sie, wer auch immer, sind ein Egoist. Was heißt eigentlich Egoist? Egoist heißt doch, ich sorge für mich so gut wie möglich. Nicht nur auf der physischen Ebene, dass ich nicht physisch verletzt werde, sondern auch auf der psychischen Ebene. Dass also kein Übergriff passiert. Mein Anliegen ist also, einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Und das heißt, ich komme nach Hause und habe mich von meiner Chefin rumschubsen lassen und meine Partnerin oder mein Partner und die Kinder kriegen das ab. Das ist nicht so tolle. Also der gesunde Egoismus ist, vielleicht zu sagen, so nicht. Und so nicht heißt ja, aha, endlich schaffe ich es mal zu sagen, authentisch, ohne den anderen herabzuwürdigen. Das bitte nicht. Zum Zweiten, mutig dem anderen zu, dass er das erstmal so nimmt und nicht als Abschätziges wahrnimmt. Und zum Dritten, der andere ist frei, damit anzufangen, was er will. Zu sagen, interessiert mich aber nicht, was du sagst. Ich habe meines geäußert und das meine ich mit gesundem Egoismus. Es ist also eigentlich so eine, ja, auch ehrenwerte Haltung, den Kram nicht gleich einfach alles hinzuschmeißen und Mitarbeiter, Kollegen, Familien schon auch mit im Blick zu behalten. Ja, ja. Und die Frage ist ja, wer hat den Blick? Ist es ein Blick vom anderen auf mich oder ist es ein Blick von mir auf den anderen? Und wenn es von mir ein Blick ist es ein Blick in Herabwürdigung oder Erhöhung des anderen. Beides ist keine Work-Life-Balance. Also Jim Self, ein Unternehmer, ehemaliger Präsidentenberater Ende der 70er Jahre bei Jimmy Carter, hat es in einem wunderbaren Satz zusammengefasst: Sei 100% für dich selbst da und 100% im Dienst an den anderen. Ich hörte den Satz, der Verstand war vollkommen für Sekundenbruchteile außer Kraft gesetzt, das ist es. Dann kam der Verstand natürlich wieder und sagt, was soll das denn? Entweder oder, beides geht doch nicht. Nur, das ist dieser gesunde Egoismus. Wie soll ich denn jemanden unterstützen, wenn ich nicht mal selber weiß, wie ich für mich in dem vorhin genannten Sinne sorge? Und damit ist es ganz natürlich, wenn dann die anderen, habe ich festgestellt, auch gleichwertig sind. Ja? Es gibt da nicht, der eine ist besser oder der andere ist wenig gut. Und mein beliebtes Beispiel ist dann das von einer Unternehmerin, die toll ihr Business mit Hunderten von Angestellten geführt hat und nach 20 Jahren feststellt, ich will was anderes tun. Doch, ich kann doch die anderen nicht im Stich lassen. Ja, wer wird da eigentlich von wem im Stich gelassen? Ja? Es könnte ja sein, wenn ich für mich selber sorge und ich weiß schon, wer da das mindestens so gut wie ich führt, dieses Unternehmen, dass der was davon hat, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja toll, dass ich für die sorgen will, aber mich nicht aufgebe in einer Krankheit möglicherweise,
die haben auch einen guten Job weiterhin. Und indem ich für mich da bin, war ich und auch für die anderen da. Also meinem Verstand, gebe ich zu, leuchten diese Tipps schon sehr ein. Nur, wie das allzu oft ist, wie sieht es mit der Umsetzung denn aus? Ja, die Umsetzung, da ist es ja ganz spannend, auch mal Männer und Frauen anzuschauen. Ja. Wir sagen immer Mann, geradlinig, Struktur, Formgebung, Frau, eher intuitiv, ein bisschen tolle Ideen, aber kann den nicht umsetzen. Ich gucke mir dann erstmal an, aha, es geht gar nicht um den Mann, um die Frau, sondern es geht um eine Balance, eine Work-Life-Balance, eine Energieform im männlichen, egal ob er einen männlichen Körper hat, und im weiblichen, egal ob er einen weiblichen Körper hat. Und das finde ich dann sehr aufregend in dem Sinne von, brauche ich vielleicht mehr Formgebung, mehr Struktur, damit meine tolle Ideen in die Welt kommen? Oder umgekehrt, tolle Formen und Präsentationen habe ich schon, aber brauche ich vielleicht ein bisschen Fleisch an den Rippen, damit da auch was rüberkommt. Ja, Männer und Frauen sind ja, wie wir wissen, sehr, sehr unterschiedlich. Was würden Sie denn hierzu empfehlen, wie man diesen Unterschied genau dann rausarbeitet oder sich da hinbewegt, dass jeder für sich diese richtige Work-Life-Balance hat? Jetzt, wenn wir bei diesem Mann-Frau bleiben, es ist nach meiner Wahrnehmung die letzten Jahre, vielleicht schon Jahrzehnte, eine Veränderung am Wirken, dass die Frauen sehr selbstbewusst und bestimmend, im guten Sinne bestimmend, auch vorangehen und Strukturen bilden können. Und die männliche Welt als Körper jetzt auch sagen, ich habe doch auch Gefühle, die ich nicht einfach so lapprig versende, sondern ja, und es geht zusammen, dass ich gut meinen Weg gehen kann und mich nicht absondere von meinen Gefühlen. Und wenn ich das sehe an den jeweiligen Kunden oder Klienten und die darin bestärke, dass das nicht verkehrt ist, wenn ich als Mann voll und ganz Gefühle zeige. Oder nicht verkehrt ist, dass ich als Frau sage, Ende mal hier, ja, morgen machen wir das anders. Ich möchte das erstmal so. Top. Eine spannende Betrachtungsweise. Aber anscheinend ist es ja in uns Menschen drin, sich immer auf Balance auszurichten. Aber was machen wir mit dem vielberüchtigten Stress, der auf uns einströmt? Ja, indem wir erstmal sagen, es gibt nicht den Stress, sondern es gibt einen guten Stress und es gibt einen schlechten Stress, wenn ich es mal so als Polarität bezeichne. Der gute Stress ist der wird auch als Eustress, Gleichgewichtsstress bezeichnet, aus dem Griechischen kommend. Wenn ich ein tolles Projekt anfange und nach ein paar Monaten und Jahren merke ich, es wird wirklich anstrengend. Das ist so bei neuen Sachen, dass es anstrengend wird. Die Frage ist, mache ich dann weiter, weil es meine Passion ist? Ja, klar mache ich weiter. Auch oder wegen der Anstrengung. Eustress. Die-Stress ist was ganz anderes. Tolles Projekt, so meine ich zumindest. Nach einem Jahr merke ich kann schlecht schlafen, Kopfweh, Gliederschmerzen, ich lebe doch ganz gesund. Also ein Auseinanderklaffen meiner Passion mit dem, was ich tue. Und das heißt, aha, das ist der eigentlich immer übliche Stress. Das sollte vielleicht solche Projekte gar nicht mehr annehmen, weil sie nicht meiner Passion gegenüberstimmig sind. Und dann bin ich schon in einer Work-Life-Balance zumindest einen Schritt weitergegangen. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Ich gehe davon aus, auch Sie sind nicht immer im Work-Life-Balance. Wie gehen Sie damit um? Erstmal Akzeptanz, bin ich nicht immer. Und wäre ja auch komisch, wie soll ich denn dann anderen irgendwas beibringen, stimmt nicht, sondern sagen, hey, ich kenne das und deswegen habe ich da bestimmte Dinge, Werkzeugkasten zum Beispiel, da greife ich dann zurück. Nur vergesse ich auch manchmal meinen Werkzeugkasten. Und was mache ich dann, wenn jemand unter einer Unstimmigkeit bei mir zu leiden hat? Tut mir leid. Ich übernehme die Verantwortung nicht schwer, sondern im Sinne von, ich gebe Antwort auf eine Situation, die ich veranlasst, verursacht habe. Und das vergesse ich auch manchmal, aber immer weniger. Und das tut mir gut, weil es mich freier macht. Also ich habe den Eindruck, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen haben schon ein bisschen was von diesem Werkzeugkasten heute von Ihnen an die Hand bekommen. Aber können Sie für Sie nochmal die 3 wichtigsten Punkte fürs Work-Life-Balance zusammenfassen? Ja,
Ich komme dann nochmal auf diesen Satz von diesem Jim Self, diesen ehemaligen Präsidentenberater, zurück. Sei 100% für dich und für die anderen. Also nimm dich nicht allzu wichtig. Ein Satz, den ich auch immer wieder mir gegenüber sage. Das andere ist, wo braucht deine Intuition, deine Kreativität insbesondere mehr Struktur und Form, damit wir auch was davon haben, es in die Welt kommt. Und wo braucht deine tolle Struktur und Formgebung vielleicht mehr saftigen Inhalt, damit es nicht so eine leere Hülle ist. Und wie wäre es, weder Täter noch Opfer zu sein? Wo können sich denn unsere Zuschauer ihren Werkzeugkasten erweitern, also noch nützliche Tipps von Ihnen bekommen? Auf meiner Webseite gibt es einen über viele Jahre geführten Blog. Da gibt es was mit dem Werkzeugkasten und wie ich damit umgehe. Einfach entscheidungshebel.de und zum Blog weiterklicken. Besten Dank, Herr Schmidt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.